Ähm. Is that our man? Boccherini. My God. We have to find out who did this and why. Let's go. You're the detective, Mr. Ness. Besides, Alfonso will want to see this. I'll be right back. All right. I have to establish how Boccherini died. Maybe the body parts can shed some light on the motive. Was ist bitte mit dem passiert? Holy Christ, what the hell are we up against? Ich schaue mir das einfach mal so an. Die Hand fehlt auch. Er ist durchspießt von irgendwelchen Fehlen. Ich weiß nicht, was genau. Da steckt was in seinem Rücken. Ich weiß nicht so recht, was da passiert ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich wissen will, was da passiert ist. Schauen wir mal. Once he got stuck in there, looks like the bottom of a glass. Ein Glas. Das muss er aber schon mit ordentlicher Gewalt da reingeschlagen haben, der Mörder. This isn't a cut, it's a tear. His hands were ripped off. Who has that kind of strength? Gute Frage. Ich meine, eine Hand kann man ja nicht einfach so abreißen. Pity he won't last till Christmas, because he'd almost passed for a tree. There's no doubt the murderer took his time. His eyes were pulled clean out of their sockets. Whoever did this, it wasn't their first time. And if they committed any other murders like this, it's likely that the police found some of the bodies. I must remember to ask Alice. Die Augen wurden entfernt. Und offenbar war das schon ein richtiger Profi. Er hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Oh mein Gott. His teeth were all pulled out before he was killed. The buildup of blood inside his mouth speaks for itself. It's Boccherini, no doubt about that. Although the one I remember was more together. Der ist ja richtig gefoltert worden. Unsere Pinnwand verstümmelt. Maybe the body parts can shed some light on the motive. Wir müssen jetzt also unseren ersten Fall lösen. Verstümmelt, was passt dazu? Das Trinkglas? Nein, oder? Ich hätte gesagt, die entfernten Augen. Boccherini's teeth were all pulled out. Und die Zähne natürlich auch. Und dass er so komisch aufgespießt worden ist und die Fehler in der Hand. The murderer tore Boccherini's hands off. Hands ripped off, teeth torn out. I guess I'll have to rule out criminal intent or a personal angle. Boccherini's eyes still haven't shown up. What if I look for whatever was used to remove them? Wir müssen jetzt also Hinweise suchen. Takes a strong man to tear that out. Or several. Die Lampe von oben. Der muss ziemlich groß gewesen sein. Und eine Blutspur. Jammed shut from the inside. Maybe between the two of us when Milton gets back. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Eine verschlossene Tür. Im Haus, wo so ein furchtbarer Mord passiert ist. Und die Tür ist von innen verschlossen. Das heißt, irgendetwas oder irgendjemand ist da drinnen. Ich will dort nicht rein.
Oh. Ein Löffel. Blood and some kind of sticky liquid. Hat man damit vielleicht die Augen entfernt? Mit einem Löffel geht das, glaube ich, ganz gut. So ein kleiner Marmeladenlöffel. Ich schaue mal. A teaspoon stained with blood and some kind of sticky liquid. The mixture of sticky liquid and blood can only mean one thing. The spoon was used to remove Boccarini's eyes. The mutilations and the disappearance of his eyes suggest two possible motives. Psychopathy or cultist fanaticism. Which is it? Ich befürchte fast, es war ein Kult. Ein Badezimmer, das ist natürlich immer sehr schön in solchen Spielen. Auch da viel Blut und was ist das? Ein Zeichen einer... Seht ihr das? Hände. Das sind Hände. Oh shit. I should have stayed in my diner. Muss ich jetzt wirklich die Hände aufmachen? Gut, dass ich gerade vorher nichts gegessen habe. Okay, ich glaube jetzt auch, es war ein Kult. Ich glaube, es war ein Kult. Das Zeichen da hinten und dann so verschränkte Arme in Gebetsposition. Oh Gott. Was ist das? Das sind Zähne. Sind das seine Zähne? Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Ah, von hinten. Nein, ich werde das nicht wiederholen, dass ich von hinten reingekommen bin. Are these teeth from the body? Well, at least I know why his teeth were pulled out, more or less. Mehr oder weniger. Das ist schön. Mehr oder weniger die Zähne gezogen. What is that? Ich will es nicht wissen. What was Boccarini mixed up in? Das frage ich mich auch. Ich glaube kaum, dass der Typ da einfach so reingekommen ist und den hingerichtet hat. Dieser Boccarini muss doch irgendwas mit dem Kult zu tun gehabt haben, weil sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Es wäre jedenfalls ein riesiger Zufall, dass es genau den einen trifft, nach dem wir suchen. This car looks too classy for a forger like Boccarini. Are there sufficient reasons to believe that when the murderer attacked Boccarini, there was someone else in the house? The first possibility to be ruled out is that the car belonged to Boccarini. Auf jeden Fall eine schicke Karre. Vermont plates. Someone drove a long way. Also offenbar wirklich nicht das Auto von Boccarini. Let's take a look in the glove compartment. Bingo. Was haben wir denn? Ein Zigarettenetui. Was steht da? OD oder OB? OB. Ist das wirklich für Zigaretten oder ist das vielleicht für gewisse Damenhygiene? OB. One of the Boccarini clan? OB. B für Boccarini. Der Vorname stimmt nicht mit unserem Opfer überein. Das wäre nämlich CB. Es ist also offenbar wirklich nicht sein Auto.
Aber wem gehört das Auto dann? Ich lese gerade im Chat zu dem, was da drinnen war. Hashtag Handherz. Dodri, sowas schreibt man nicht bei dem Anlass. Oh Gott. Und Flo schreibt, es war die Zahnvieh. Die Zahnvieh. Nein, das glaube ich nicht. Wie kann man sowas schreiben? Gut, wir haben wieder einige Hinweise gesammelt. Ich schau mal. Das Auto. Nein, das wollte ich nicht. Ein außerirdisches, wollte ich sagen. Ein Kennzeichen von auswärts. Und das Zigarettenetui, was nicht unseren Poccarini gehört. The initials OB on a cigarette case. 1. It has Vermont plates. 2. It's too luxurious for a criminal of his standing. 3. The initials on the cigarette case don't match his name. The next possibility that needs to be ruled out is that the car was stolen. There should be evidence that there was someone else in the house. Die Frage ist nur wer. Aus Vermont. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich kann ihn jetzt gerade nicht zuordnen. Motiv. Ich glaube, zum Motiv haben wir jetzt auch schon was. Und zwar, es war ein Kult. Eine Opferung für einen Kult. Some kind of symbol drawn in blood. Und ich denke, die Hände können da auch dazu. A sick altar of human flesh. Ein Altar. Although I don't know the origin of the symbol in the bathroom and the altar of flesh and teeth, I'd say the motive was some kind of occult religion. The big question is, who did it? Wer hat es getan? Die große Frage bei jedem Mord. The blood comes from the other side of the corridor and ends next to the body. He was attacked in the other room and dragged to the hall. Er ist also nicht da drüben gestorben, sondern in dem Raum, wie es ausschaut. Ein zerbrochener Tisch. Ein zerbrochenes Fenster. The evidence suggests that the events began in the lounge. How did Boccarini encounter his murderer? Das gilt es herauszufinden. Und da ist noch eine Menge Blut. Eine Menge Blut. Whatever crushed the table must have been really heavy. Or maybe it was thrown extremely hard. Was haben wir da? A perfectly circular dint. As if someone had tried to hammer in a gigantic bolt. Around 4 inches in diameter. Ein Haufen Blut. Blood ran like water. Ob das wirklich nur von einem Menschen stammt? Weil es ist doch sehr, sehr viel Blut. Fingernails scratched the wood. Eine Uhr. In Blut gebadet. Blood. Blood everywhere. What kind of person takes off a wristwatch without unfastening it? Or fastens the strap again after taking it off? Das macht doch keiner. Eine Relax. Also eine sehr teure Uhr. Oder eine Rolex-Fake aus China. Did it break during the struggle? Or was it already broken? Die Uhr ist also noch verschlossen. Dem Opfer fehlen die Hände. Die Hände wurden abgerissen. Ich weiß nicht, ob stimmt. Ich reime mir da jetzt was drauf zusammen. Vielleicht war das die Uhr vom Opfer.
und die ist heruntergefallen, wie ihm die Arme abgerissen wurden. Das heißt, die Hand müsste ihm schon da herinnen abgerissen worden sein. Das würde auch das viele Blut da erklären. Weil wieso soll die Uhr sonst da herinnen liegen? Aber die andere Frage, wo kommen dann die Kratzspuren am Tisch her? This was opened recently. Eine Whiskyflasche. Smells of whiskey. Und das dazugehörige Glas. Er hat also gerade getrunken, wie eingebrochen worden ist. Glass on the floor indicates the window was broken from outside. Der Täter ist also durchs Fenster gekommen. Eine Waffe. There's something under there. How did it wind up under there? Das frage ich mich auch. Was haben wir da? Es sind auf jeden Fall noch alle Patronen drinnen. Not one round fired. It must have happened fast. Vermutlich. Ich hätte gesagt, er ist ziemlich überrascht worden. Oh, Oliven. Oliven sind immer gut. What is it with Italians and olives? They lap those things up like caviar. Oh, da war noch was. 1 von 5. Like a true bachelor, he should have put these into soak. Hours of scraping to get them clean. Although at this stage I don't think Boccarini's too worried about that. Wahrscheinlich. Aber das kenne ich sehr gut. Das kenne ich sehr gut. 4 glasses. 2 of water, 2 of wine. Er war also nicht allein. Er hat Besuch gehabt. 2 Gläser Wein. I've always been a whiskey man, but I know a good wine when I see one. 2 Gläser und ein guter Wein. Er hat auf jeden Fall Besuch gehabt. Vielleicht sogar Damenbesuch, ich weiß es nicht. Also jetzt reine Spekulation. Oh, Lasagne. Leftover lasagna, and it looks good. Why is it that 2 out of 3 Italian gangsters are great cooks? I'll never understand what the deal is with them and cooking. The plates and the glasses leave no room for doubt. Boccarini had company for dinner. Okay, was lernen wir? Mafiosi essen gerne Oliven und können super gut kochen. Sehr schön. Was haben wir da? Messer. Da fehlt doch eins. One knife's missing, the biggest one. Große Überraschung. Ich kann es auch da nirgends entdecken. Aber andererseits, die Hände wurden ja abgerissen und nicht abgeschnitten. Shut from the inside. It opens onto the same room as the jammed door in the corridor. Beide Türen verschlossen zum selben Raum. Das heißt, es ist da jemand drinnen oder er ist durchs Fenster entkommen. Ich habe echt Angst, dass da jetzt jemand drinnen ist. Ja, ich fühle mich gerade unwohl. Schauen wir mal, was wir jetzt für Hinweise haben. Einen Gast. Ja, einen Gast hat auf jeden Fall gehabt. Plates, glasses and silverware from a dinner for 2. The dirty dishes and glasses prove that Boccarini ate lasagna with one other person. Was Boccarini's guest still in the house when the murderer showed up? Der Zeuge, das kann durchaus sein. Wie zum Beispiel die beiden verschlossenen Türen zeigen. A door in the corridor jammed shut. It opens onto the same room as the locked door in the kitchen. Oder auch nicht. Okay. Also der Zeuge ist da offenbar nicht drinnen.
A broken whiskey glass found in the dining room. Da haben wir ein Glas. Oh, und da haben wir das zweite Glas. Da haben wir den Beweis. Es waren 2 Leute zu dem Moment, wo er überrascht worden ist, im Raum. 2 Gläser. What looks like the bottom of a broken glass buried in Boccherini's back. It seems clear that Boccherini and his guest were drinking when the murderer took them by surprise. The real question is, what happened to the witness? Did they escape? Did the murderer take them? Or are they still in the house? Immer noch im Haus. Jetzt gehören aber die Türen hin. Immer noch im Haus. Ja, ich habe auch immer ein Messer bei der Arbeit mit. Brauche ich auch. A door in the corridor jammed shut. It opens onto the same room as the locked door in the kitchen. Aber ich schneide mit dem Messer keine Arme ab oder keine Zähne oder... Ja, Zähne schneiden geht eh schwer. Oder Augen oder was auch immer. Das mache ich nicht. A door in the kitchen, locked from the inside. It opens onto the same room as the jammed door in the corridor. Also entweder unser Zeuge ist da drinnen oder er ist entkommen durchs Fenster. Die beiden Möglichkeiten gibt's. One locked door could be a coincidence, but 2 locked doors which open onto the same room Wohl kaum. can't be. Either I'm completely wrong, or the witness is in that room. But I need Milton to open one of those doors. Begegnung. Haben wir dazu auch schon Hinweise? Ja, wir haben genug Hinweise. Begegnung. Erst einmal das Fenster. Pieces of glass from the window in the hall, found inside the house. Das war wohl die erste Begegnung. Entschuldigung. Das war wohl die erste Begegnung mit einem Einbrecher. Das weiß ich jetzt gar nicht. Die Lampe, wo ich das zuordnen soll. Der Whisky. An open bottle of whiskey. Und der Tisch. Der zerbricht natürlich nicht von alleine. Und ich glaube auch kaum, dass der Boccherini seinen eigenen Tisch rottet. Und sein eigenes Blut drüber verstreut und sich selbst anschließend aufspießt. Also das war wahrscheinlich auch der Einbrecher. A broken table, scratched and covered in blood. Oder auch nicht. Ach, die Waffe. Die Waffe, natürlich. Wieso sollte sonst die Waffe unterm Kasten liegen? A pistol, fully loaded. I'd say Boccherini was drinking in the dining room when his assailant burst in through the window. Boccherini pulled his gun, but the murderer disarmed him before he could shoot. Where did the torture begin? Wahrscheinlich da. Da liegt die Uhr. Das heißt, ihm wurden wahrscheinlich da die Hände abgerissen, auch so viel Blut wieder herumliegt. Oder, ja, keine Ahnung, wie man das nennt, wenn Blut am Boden ist. Und die Uhr. Ich hätte gesagt, die beiden Sachen auf jeden Fall einmal. A broken table, scratched and covered in blood. A blood-stained wristwatch with the glass broken and the strap fastened. Das hängt damit, glaube ich, nicht zusammen. Das auch nicht. Wo war das? Ach, das war auch bei dem Tisch. 2 pools of blood, one on either side of the dining room table. The bloodstains show that the murderer began to torture Boccherini on the dining table itself. That was where his hands were torn off. As a result, his wristwatch fell to the ground. How did the body reach its current position? Ich bin gerade im Überlegen. Vielleicht war das dasselbe Täter, wie auch der die ganzen Kinder entführt hat und in dem Keller gefangen hält. Weil, erstens einmal dieser Kult. Wir haben auch in diesem Keller einmal die Rippen gesehen am Tisch. Rundherum sind Kerzen gestanden. Das ist schon einmal sehr merkwürdig. Und da jetzt die verschränkten Hände mit den Zähnen. Und außerdem, die Gestalt hat sehr groß gewirkt, auch mit so einem Geweih, also dürfte auch recht stark sein, stark genug, um Hände abzureißen. Das könnte auf jeden Fall sein, aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht.
Lynchmord. Ja, die Leiche ist auf jeden Fall rausgeschliffen worden. Das sieht man in Blutspuren. The trail of blood from the dining room to the hall. Und das, glaube ich, passt das dazu? Ich weiß es gerade nicht. Die Lampe. The lamp, torn off its brackets and blocking the stairs. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie das dazu damit zusammenhängt. Aber ich denke, wir werden es gleich erfahren. Baccarini, already minus hands, was dragged into the hall, where the murderer used the brackets of the lamp to complete his macabre diorama. Ah, okay. Uah! It's a cold day. In the beginning of the end, this rainy day, I'm waiting for some kind of sign. I try not to fall into the void. I don't care about nothing. See